bin hier bei Edeka, gekleidet wie ein betrunkener Vater, dressed like an absent dad. Und wir sind dafür Kuchenzutaten. Ich möchte einen Kuchen machen. Sehen mal, was gibt's. Ich liebe die Backabteilung hier bei Edeka. Es ist viel größer als die bei Lidl. Es gibt alles. Also Gelatine. Was soll das denn sein? Waldmeister? Ich bin seit 10 Monaten hier in Deutschland. Ich habe das so viel gesehen, so oft gesehen, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Also sind das Waldfrüchte oder so? Ich denke, wir nehmen mal diese mit, diese Schokowolke. Ja, ich habe das schon für meinen Geburtstag gemacht. Das war sehr lecker. Und für die Glasur, diese Schokolade hier, ein Block. Hallihallo, es ist der nächste Tag. Ich bin gerade in meiner kleinen Küche. In meiner kleinen Wohnung, wie ihr sehen könnt. Ich verspreche, ich werde euch bald ein kleines Apartment-Tour geben, aber das ist heute gar nicht auf das Menü. Es gibt immer noch so viel Kram und Paketen und alles, es ist gar nicht schön. Wisst ihr was? Ich fühle mich so nervös heute vor euch zu sprechen, vor der Kamera zu sprechen. Man würde denken, also durch all diese Jahre als Content Creatorin, dass man also angenehmer vor der Kamera fühlt, aber ich denke, das Gegenteil ist mir passiert. Kleine Pause, also fangen wir an, diesen Kuchen zu backen. Also dafür, für diesen Backmischung braucht man nur 200 Gramm Schlagsahne. Das sind 200 Gramm, ja. Und 3 Eier. Und zum Glück habe ich 18. Also, es geht uns richtig gut. Ach so, es kommt mit einer Glasur. Also, ich denke, das ist Puderzucker. Also, dass man draufstellt. Nein, wir machen das nicht. Ich mache meine eigene Glasur. Aber where was I? Also, ich habe gerade gesagt, dass... Ja, ich denke, durch die Jahre bin ich einfach eine ängstlichere Mensch geworden. Besonders vor der Kamera. Weil ich dieses Gefühl habe, dass ich immer also für euch ein Vorbild sein muss oder also perfekt sprechen. Und das hat mich richtig betroffen. Also heute mit diesem Kuchen, also mit diesem entspannten Video, ich denke, das ist also mein Widerstand dazu. Ich will zu meinen Wurzeln zurückkommen, wenn das Sinn macht. Return to my roots. Als ich diesen Kanal angefangen habe, also ich hatte die Idee, nur Videos von meinem Leben zu machen, aber auf meiner Sprache. Und ich denke, irgendwann habe ich also mein erstes also Tipps-Video oder also Advice-Video gemacht und das ist viral geworden und dann habe ich mich so also gebrandet, weißt du? Und dadurch denke ich, dass ich meinen Anspruch ein bisschen verloren habe. Aber ich will jetzt viel mehr also Videos wie diese machen, also einfach mein tägliches Leben zu zeigen, wie ich immer wollte, auf meine Sprachen zu sprechen und nicht über Sprachen reden. Ich denke, seit langem habe ich nur also Videos über das Sprachenlernen machen und ich habe gar nicht also gezeigt, wohin das geht. Also wohin all dieses Lernen geht, wohin all diese Zeit geht, wozu all dieses Lernen führt, weißt du? Ganz kurz, wisst ihr was über Backmischung? Über die Geschichte der Backmischung? Ich denke, in den 50ern, und ich habe das von meinem Freund gelernt, okay? Ich weiß nicht, ob das Fake News ist oder so, aber es ist in den 50ern erfunden, also Backmischung. Und ursprünglich war es möglich, es nur mit Wasser zu machen, also gar keine Eier, kein Öl, kein Sahne und so. Aber nach einer Zeit, ich denke, sie war nicht so beliebt noch mit den Hausfrauen und so. Und sie haben eine Studie gemacht mit Hausfrauen und sie haben herausgefunden, dass Hausfrauen gerne das Gefühl haben, es wirklich zu machen. Und mit nur Wasser, es fühlte sich so zu falsch an. Und das ist einfach krass. Also, es ist möglich, diese Backmischung mit nur Wasser zu machen. Und ich denke, viele Marken in den USA machen es so. Aber sie haben es geändert, nur wegen Hausfrauen. Ich denke, eine meiner Ziele gerade mit Deutsch ist, mir angewöhnen, langsamer zu sprechen. Weil ich denke, ich habe dieses Gefühl, dass es besser klingt, wenn ich sehr schnell auf einer Sprache rede. Aber ich denke, meistens, wenn ich super schnell rede, dann mache ich so viele Fehler. Also grammatisch und auch nur also in der Aussprache. Ich mache so viele Fehler. Und dann hört es sich schlechter an. Also es macht gar keinen Sinn. Ich sollte mal erzählen, was ich gerade mache, um zu lernen, das zu beschreiben. Zum Beispiel, ich habe ein Ei gerade geöffnet, weiß nicht. Geschlagen und geöffnet, weiß nicht. Und ich stelle die Eischale neben mir. Das klappt. Also ich mische gerade die Backmischung. Und ich habe es schon auf meinem weißen Kleid gefallen lassen. Oh mein Gott. Scheiße.
warte mal. Kann ich gleichzeitig also Deutsch reden, auf die Backmischung konzentrieren und nichts fallen lassen auch. Das ist einfach zu viel. Aber ja, es ist auch sehr wichtig beim Backen nicht so viel zu mischen oder nicht übermischen, weil das Gluten aktiviert und dann wird die Schokowolke keine Wolke mehr. Das wird ein Schokostein. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass viele von meinen früheren Videos nicht mehr auf meinem Kanal sind. Das ist nicht grundlos. Also ich wollte ehrlich einen neuen Kapitel starten. Und ich denke, es ist sehr ablenkend oder misleading. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Für neue Zuschauer, neue Abonnenten, wenn sie zu meinem Kanal kommen und vielleicht das erwarten von mir und ich das nicht mehr machen will. Also es ist einfach verwirrend. Also ich denke, ja, das war der Grund dahinter. Also nur meinen Vlogs zu lassen und alles privat zu machen. Das heißt nicht, dass das keine gute Zeit in meinem Leben war. Ich denke, es war richtig schön. Also während dieser Zeit euch wirklich zu helfen aber ich will nicht, also es gibt so viele Leute und so viele Kanäle auf YouTube, wo man nur über Sprachen redet und ich will mehr davon sehen, also mehr Leute, die einfach reden zu einer Kamera und das echte Journey zeigen, ne? Wie übersetzt man diesen Ausdruck im Deutschen? Sei die Veränderung in der Welt, die du sehen möchtest. Be the change you want to see in the world, bitch. Also ich denke, die Backmischung ist schon fertig. Soll ich das Ofen heizen? Es ist einfach so krass, zu einem neuen Land zu ziehen und dann all was mit Kochen zu tun hat, das wieder zu lernen fast. Zum Beispiel, warte mal, in den USA ist es der Fall, dass die Mehlen richtigen Namen haben. Zum Beispiel Self-Rising Flour. Das heißt, es hat Natron und auch Backpulver. Man muss das gar nicht ergänzen. Oder All-Purpose Flour. Das hat kein Natron, kein Backpulver. Das ist das allgemeine Mehl. Aber in Deutschland sind die Mehlen mit Nummern identifiziert. Also 405. Und ich musste das alles lernen, als ich in Deutschland angekommen bin. Ich erinnere mich nicht an all die verschiedene Sorten und so, aber ich weiß, dass das normale Mehl für mich im Allgemeinen ist 405. Das ist einfach so crazy. Okay, und während das Ofen sich heizt, füllen wir den Backform ein. Warte mal mit meiner neuen Kamera. Also dieses Geruch. Ein Wort, was ich nicht sagen kann im Deutschen, ist Geruch. Geruch? Wie spricht man das aus? Geruch? Aber, dieses Geruch ist einfach so nostalgisch für mich. Als ich ein Kind war, ich habe ganz viele Geschwister. Ich habe 10 Geschwister, 4 Brüder und 6 Schwester. Und deswegen, Geburtstagen, nicht jeden Geburtstag war eine crazy Party, weißt du? Und deswegen haben wir immer Backmischungen benutzt. Also das ist total nostalgisch für mich. Machen das ein bisschen höher. Main Character. Ich bin die Jüngste in meiner Familie und das heißt, dass als wir Kinder waren und jemand Geburtstag hatte, ich war immer die Nervige, die zum Beispiel, ich wollte immer das erste Stück Kuchen, ich wollte immer die Kerzen aufmachen von den anderen. Ich war so nervig. Ich habe richtige jüngstes Kind-Syndrom. Ich wollte auch, oh mein Gott, ich habe vergessen. Oh, ich habe kein Backpapier gestellt, ich habe keinen Butter gestellt. It's gonna stick. Es wird sich kleben. Zum Glück haben wir einen zweiten Backform und wir können das einfach übertragen. Okay, und während ich das mache, ich wollte auch erwähnen, es fällt mir total schwer, immer wenn ich Videos drehe, fällt es mir total schwer, meinen Gedanken zu ordnen. Es tut mir leid, wenn dieses Video all over the place ist, aber das ist mein Elise Core, weißt du. Aber ich wollte sagen, es stört mich total, Fehler auf Deutsch vor euch zu machen, weil ich denke, so viele Leute haben den Eindruck, dass ich C1 auf Deutsch habe. Das ist gar nicht die Wahrheit und ich denke, wenn Leute das sehen, dann denken sie, sie hat gelogen, sie ist gar nicht fließend. Ich denke, weil ich viele Videos über Deutsch gemacht habe auf meinem Kanal, denken alle, dass es meine beste Sprache ist. Aber das ist gar nicht wahr, es ist Spanisch. Und ja, ich denke, ich fürchte es einfach. Ich vermeide, Videos auf Deutsch zu drehen und auf Deutsch bei euch zu reden, weil ich nicht, rausgefunden werden will. Aber es gibt gar nichts rauszufinden. Okay, ich muss mal konzentrieren. Warte. Wollt ihr einen Lifehack sehen? Du faltest das Backpapier einmal, zweimal. Du faltest es viermal. Und dann
stellst du das Backpapier in den Backform und findest den Mittelpunkt. Genau so und dann faltest du es on the edge. Dann schneidest du einfach und dann hast du ein perfektes Kreis. Tada! Wir müssen auch ein bisschen Butter reinlegen, sodass, also ich will einfach super sicher machen, dass es nicht klebt. Aber ja, ich denke, es ist einfach besser für uns alle, wenn ich einfach mehr Videos auf meine Sprachen mache. Damit könnt ihr auch mit mir lernen und euch also das echte Ich zeigen. Was habt ihr diesen Sommer vor? Ich persönlich, ich gehe nächste Woche nach New York, um eine Freundin zu besuchen. Ich liebe einfach die Idee, 4th of July in den USA zu feiern. Ich denke, jetzt, es gibt viel los in den USA jetzt und ich denke, ich habe ein bisschen Angst, da zu sein, weil es so politisch einfach so chaotisch ist. Aber ich denke auch, immer wenn das passiert und immer wenn es viel Chaos gibt, dann vermisse ich mein Land mehr. Und am Ende, also gegen Ende August, besucht mich meine Schwester. Ich bin so aufgeregt. Ich habe sogar ein Moodboard dafür gemacht. Das ist so, also ihr werdet das gar nicht verstehen. Es gibt ganz viel so Inside-Witze zwischen uns. Okay, jetzt übertragen wir die Backmischung in den zweiten Backform. Wish me luck. Ich denke, das ist das letzte Mal, dass ich ein Backvideo auf YouTube mache. Ich denke, es wird schon. Also ich habe es 50 Minuten gebacken, wie auf der Verpackung angegeben. Und für die Glasur brauchen wir nur Backschokolade und Sahne. Wir machen eine einfache Ganache. Alles, was du tun musst, ist die Sahne zu erwärmen und dann sie über gehackte Schokolade zu gießen. Das kann jeder machen. Ich hatte die geniale Idee, ein Blatt Backpapier auf mein Schneidebrett zu legen, damit es nicht so chaotisch wird. Denn gehackte Schokolade ist wahrscheinlich das chaotischste, was es gibt. Und es hat wunderbar funktioniert. Seht euch das an. Vergesst nicht, greedy zu sein und von der Schokolade zu naschen, während ihr drauf wartet, dass die Sahne warm wird. Das ist ein Muss. Da habe ich gemerkt, dass ich den Kuchen zu lange gebacken habe. Bro, seht mich an, wie ich das gerade merke. Ihr seht gerade, wie ich die 7 Stufen der Trauer durchlaufe. Habe ich angefangen zu beten? Was soll das denn bringen? Naja, das kann man jetzt nicht mehr ändern, also rühren wir mal die Sahne um. Aber da fing ein riesiger Sturm an. Also auf dem Video sieht es nicht so beängstigend aus, aber dieser Baum bewegt sich nie so stark. Also der Wind war verrückt. Wie auch immer, gießen wir die Sahne über die Schokolade, wunderschön, ein bisschen rühren und sitzen lassen, damit sie schmelzen kann. Ich hatte ein wenig Mühe, den Kuchen aus der Form zu bekommen, selbst nach dem Backpapier und der Butter und alles. Schau mal, wie hübsch die ist. Einfach weiterrühren und alles kommt zusammen. Der Kuchen ist fertig. Ich habe ihn in diese kleinen Kuchen-Carrier gepackt, also glasieren wir ihn gerade. Ich habe die Ganache ein bisschen abkühlen lassen, damit sie nicht so flüssig ist und sie dann ganz langsam drauf gegeben. Es ist das, was man Food Porn nennt. Ich denke schon. Schließt eure Augen, Kinder. Ich sehe aus wie eine stolze Mutter. Ich lasse den Kuchen über Nacht abkühlen und dann probieren wir ihn morgen früh. Tada! Ich habe es ein bisschen abkühlen lassen. Ich denke, es sieht total schön aus. Nicht jeder Kuchen muss eine große Sache sein mit vielen Schichten und so. Und wir werden mal den letzten Schliff geben mit diesen Zuckerstreusel. Ich werde sie darüber legen, weiß nicht. Ich hoffe, sie bleiben dran. Also es ist nicht mehr so klebrig. Es ist endlich Zeit, es anzuschneiden und zu probieren. Ich bin so aufgeregt. Also mein Freund hat gesagt, dass er ein Stück wollte zum Frühstücken. Aber ich habe gesagt, ich muss erst mein Video drehen und dann kannst du es probieren. Uff. Oh mein. Tada! Okay, probieren wir es mal. Also ich habe diesen Kuchen auch für meinen Geburtstag gemacht und ich denke, das erste Mal, es war eher so fluffiger. Ich habe es ein bisschen zu lang kochen lassen, weil ich abgelenkt war. Also es ist ein bisschen dichter, ja. Also was ich gesagt habe über das, was habe ich gesagt? Schokostein, es ist wahr geworden. Okay, und jetzt ein Stück für meinen Freund. Ich habe vergessen, das mit dir zu teilen. Warte mal. Und zwar dein Biss auch. Cheers!
There's nowhere to put this. Why is your desk so All messy? for me. Give the rating. This is proprietary info. Okay, I'll block it. Wie sagt man proprietary info auf Deutsch? So Thanks for good. your input. So gut. Fräulein. Okay, also danke. Ich hoffe, dass dieses kleine Video euch gefallen hat. Danke, dass ihr all meine so crazy, ungeordnete Gedanken zugehört habt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine neue Folge Cooking My Way to C2. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!